Gerade bei meinen FEC-Vorbereitungen habt ihr einen Ranking zum Giganten gesehen, könnt ihr mir erläutern, warum Ranger auf Platz 2, obwohl Single-Tage DPS so low ist. Weil das Video 3 Jahre alt ist und das mit dem Low DPS ist erst im High-Level ein Problem. Also auf Level 60 ist Ranger unfassbar stark. Selbst mit 75 würde ich sagen, ist er noch ziemlich gut. Und erst ab 105 ist er eigentlich nicht mehr gut. Weil dann auch seine ganzen Skills keinen Schaden mehr machen. Und ich glaube, das Video habe ich damals eher aufgenommen für Low-Level. Weil Giants ja eigentlich auch nur im Low-Level relevant sind. Deswegen vermutlich. Außerdem brauchst du für Giants ja nicht zwingend einen hohen DPS. Wichtiger bei Giants ist ja, dass du nicht stirbst. Ist meine Meinung. Also Angriff ist zwar die beste Verteidigung, aber das stimmt halt da irgendwie nicht, weil wenn du nicht tanken kannst oder wenn du stirbst, dann kannst du so viel Schaden machen, wie du willst. Bringt ja nichts. Du musst schon in der Lage sein, den Giant entweder zu kiten, in der Rage Phase, oder halt irgendwie anders dafür sorgen, dass du nicht stirbst. So. Und das kann Ranger auf jeden Fall. Auch mit 105 noch. Oder auch mit jedem Level. Also da ist er auf jeden Fall gut drin. Und das ist halt für Giant Hunten, das sind ja wichtige Fähigkeiten, auch die, die dich am Leben erhalten. Und nicht nur die, die Schaden machen. Aber davon abgesehen macht er, wie gesagt, Level 60 ist er extrem stark. Bis Minimum 75. Und wird dann halt immer schwächer. Weil, also, eigentlich wird er nicht wirklich schwächer. Es ist eher so, dass die anderen stärker werden. So wäre es wahrscheinlich richtig formuliert. Also Ranger ist eigentlich immer schwach. Nur sind Skills im Early Game halt viel wert. Ranger hat viele gute Skills im Early Game. Und je weiter man ins Late Game guckt, desto schlechter werden, also desto weniger relevant sind Skills. Und dann zeigt sich halt erst, wie schlecht der Ranger ohne Skills ist. So. Und deswegen dann der Low DPS, weil später ist er dann eigentlich nur noch DPS entscheidend. Oder je höher du bist, desto entscheidender wird dein DPS. Und da ist Ranger halt nicht so gut. Aber wie gesagt, also in Astraea zum Beispiel, kein Mensch farmt Giants in Astraea. Also juckt es auch niemanden. Also jetzt rein auf Giants bezogen. Giants sind wirklich relevant, die ersten. Vor allem bei einem Serverstart, Guardian, Historic. Angel ist schon deutlich weniger relevant, weil die meisten Angel-Waffen sind leider nicht so gut. Stuff, Wand, Knuckle, Big Sword. Also es gibt einige Waffen, die halt keiner will. Bei Historic und Guardian ist es eher so, dass die meisten Waffen benutzt werden und nur wenige nicht benutzt werden. Und AG ist dann wieder extrem gut. Auch extrem unselten, aber extrem gut. Und danach sind die Giants erstmal komplett irrelevant. Astraea, da sind die eigentlich Zeitverschwendung, kann man fast sagen. Und dann erst wieder Coral Island. Sagst du, für FEC ist Ranger zum Gegen immer eine feine Sache? Ja. Aber da haben wir auch schon drüber geredet, also das mit dem Giant-Hunten, das hört sich in der Theorie immer so geil an. Wenn die Leute davon schwärmen, wie viel tausende F-Coin sie verdienen mit ihren Giant-Drops am ersten Tag. Was dir halt bewusst sein sollte, ist, du bist nicht der Einzige auf dem Server. Ja. Und nur die, die wirklich auch schnell auf dem Level sind, wo sie Giants töten können. Das werden vor allem Moonbeam Assists sein, weil die ja die ersten sind, die auf 60 kommen. In der Regel, also absolute Casher Mages sind in der Regel, also sollten schneller sein. Aber entweder du bist ein krasser Casher oder Moonbeam Assist. Das sind so die ersten Leute auf 60 und das sind dann auch, also alle, die ersten 500 Leute, die Level 60 erreichen, werden auch alle in der Lage sein, Giants zu hunten. Und die meisten werden das auch probieren, wenn sie wissen, dass sie relativ schnell Level 60 erreicht haben. Also die Konkurrenz ist enorm. Will ich damit sagen. Also es ist nicht so, dass du dann einfach nach Darkon gehst und 20 Giants in a row tötest und dann 500.000 F-Coin hast. So funktioniert's nicht. Also erstmal musst du natürlich eine Waffe droppen. Egal wie hoch die Drop-Chance ist, du kannst immer einfach nichts droppen. Und du musst halt auch erstmal die Giants überhaupt finden, bevor du sie töten kannst. Und dann müssen sie noch was droppen.
Also es hört sich dann doch leichter an, als es ist. In der Regel. Also stimmt schon, dass die Waffen viel wert sind, ja, das ist schon so, aber die liegen jetzt halt auch nicht unbedingt auf der Straße, einfach. Und jede Minute, die du mit Giants suchen verbringst, die ist natürlich komplett verschwendete Zeit. Weil was dir auch passieren kann, das kennen vor allem Leute, die mal probiert haben, Herneswaffen bei Giants in Coral Island zu farmen. Da verschwendet man sehr viel Zeit mit Suchen und Umloggen und Rumfliegen und so weiter. Jede Minute, die du einfach nur rumfliegst, ist halt komplett wasted und wenn du dann wirklich nichts findest, dann bist du halt auch mal im schlimmsten Fall eine halbe Stunde rumgelatscht und hast einfach gar nichts gemacht. Oder selbst wenn du einen Giant findest und er droppt dann nichts, hast du dann einfach eine halbe Stunde weggeworfen. In der Zeit hättest du 3 Level-Ups machen können. Muss man sich halt auch bewusst sein. Man geht ein gewisses Risiko ein. Natürlich, die Belohnung ist dafür umso größer. Wie immer halt, großes Risiko, große Belohnung. Ist klar. Aber muss man notfalls halt abwägen, lohnt sich das wirklich? Kann man jetzt natürlich unmöglich sagen. Das weiß ich ja nicht, wie viel dann los sein wird und so weiter. Das weiß ja niemand so genau. Muss man dann halt in dem Moment, wo man es sieht, wie viel los ist und so, oder wann du Level 60 bist, musst du es halt selber abschätzen können, ob sich das jetzt wirklich lohnt oder nicht.